Aero Friedrichshafen ist die globale Plattform für alle Bereiche der allgemeinen Luftfahrt. Vom 17. bis 20. April 2024 war es wieder soweit und die Branche versammelte sich am Messegelände direkt angrenzend an den Airport Friedrichshafen. Ich war für meinen Kanal vor Ort, teile die Eindrücke hier mit diesem Video und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Zuallererst, wo befinden wir uns ganz genau? Das lässt sich sehr schön mit dem Microsoft Flight Simulator darstellen. Direkt am Airport Friedrichshafen befindet sich zum Beispiel das Dornier Museum, der Zeppelin Hangar und eben das Messegelände, auf der die Aero 2024 stattfindet. Und wenn wir uns schon mal im Microsoft Flight Simulator befinden, lasst uns doch einen genaueren Blick darauf werfen, wie genau die Darstellung nach dem letzten City Update ist. Vor dem Dornier Museum steht beispielsweise die aktuelle Local Legend, die Do 31, und auch das Museum selbst, angrenzende Häuser und ja, sogar Straßenlaternen sind in der Realität so vorhanden. Selbst die Farben der Hütte hier auf der rechten Seite oder die Beschilderung daran, auch der angrenzende beschrankte Parkplatz, alles ist 1:1 umgesetzt. Auf diesem Stein hier stand ich beispielsweise für die Aufnahmen im Real Life. Na klar, hier und da fehlt vielleicht mal ein Busch oder ein Baum und der Rasen ist vielleicht nicht gemäht, aber hey! Auch der Zeppelin-Hangar auf der anderen Seite der Start- und Landebahn, und hier befinden wir uns jetzt schon am Messegelände, ist in der Simulation genau an der richtigen Stelle und die Proportionen wirken stimmig. Und auch wenn wir uns jetzt hier den Eingangsbereich der Messe Friedrichshafen ansehen und uns hier einmal im Kreis drehen, erstmal in der Simulation und dann in der Realität, dann erkennen wir, dass das schon sehr gut umgesetzt ist. Hier noch ein kurzer Überblick über die Aufteilung der Hallen. Der Standort von eben ist jener, welcher hier mit dem roten Punkt markiert ist. Und auf der rechten Seite seht ihr, was sich in den Hallen befindet. Das ging jetzt alles sicherlich viel zu schnell, von daher nutzt bitte die Pause-Funktion des Videos. Im Übrigen ist das Video auch in Kapitel unterteilt, ihr könnt also zwischen den einzelnen Themen bequem hin und her springen. Beispielsweise werden wir auf 2 Interviewpartner treffen, die kompetenter und sympathischer nicht sein könnten, und auch sonst gibt es allerhand Eindrücke von der Aero 2024. Am besten schnappt ihr euch für die nächsten 30 Minuten noch schnell ein Getränk eurer Wahl, los geht's! Auf insgesamt 12 Messehallen verteilen sich Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, Motorflugzeuge und Hubschrauber bis hin zur Business Aviation. Aber auch weitere Themen wie beispielsweise Drohnen, Zubehör, Dienstleistungen oder auch die Flight Simulator Area sind mittlerweile fester Bestandteil der Messe. Und so gibt es hier auf über 90.000 Quadratmetern die ganze Vielfalt der allgemeinen Luftfahrt. Mit mehr als 650 Ausstellern aus 35 Ländern, über 35.000 Besuchern und über 500 Journalisten aus aller Welt ist die Aero Friedrichshafen der jährliche Treffpunkt der internationalen Community und feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Hier noch ein paar Daten zur Messe selbst direkt von der Homepage. Profitiert hat die Aero auch durch den Luftfahrtstandort Friedrichshafen, der im Jahre 1900 durch Ferdinand Graf von Zeppelin aufgebaut wurde und durch seine Luftschiffe weltweit berühmt wurde. Gefolgt von weiteren Luftfahrtpionieren wie Hugo Eckener und auch Claude Dornier, Gründer des berühmten Flugzeugherstellers Dornier Werke. In den 80er und 90er Jahren wuchs die Aero maßgeblich getrieben durch die boomende UL-Branche und deren Leichtbauinnovationen speziell aus Osteuropa. 1995 wurde erstmalig der Bereich Business Aviation auf der Aero eingeführt. Außerdem erweiterte die Messe in den folgenden Jahren ihr Angebot in den Bereichen Avionik und Luftfahrtdienstleistungen entscheidend. Seit 2002 befindet sich die Aero nun am Messegelände in den Messehallen am Flughafen und man verfügt über einen eigenen Rollweg zum Messegelände. Bis wir zum Bereich der Flight Sim Area kommen, halte ich mich, was den Kommentar angeht, jetzt ein wenig zurück und lasse die Bilder erstmal auf sich wirken.
So, und dann sind wir gelandet hier in der Flight Sim Area und beginnen am Stand der Firma Aerosoft. Aerosoft ist sicherlich nahezu jedem, der in der virtuellen Fliegerei unterwegs ist, ein Begriff. Nicht nur der Bereich Software wird abgedeckt, auch Hardware wird in Kooperationen mit Herstellern wie Honeycomb oder Octavi angeboten. Letzterer, also die Firma Octavi, ist mit einem eigenen Messestand auf der Aero 2024 vertreten und stand für ein sehr interessantes und sympathisches Interview zur Verfügung. Dazu jetzt mehr. Ja, wir sind am Stand von Octavi und ich habe heute den Felix gewinnen können, dass er uns ein bisschen was dazu erzählt. Und jetzt habe ich an dich die Frage, Felix, wer bist du, was machst du hier, wer ist die Firma Octavi? Und dann schauen wir hier ein bisschen über den Stand. Und ja, bitte sag mal ein bisschen was dazu. Ja, servus Andi, schön, dass ihr zu uns gefunden habt und uns interviewt. Mein Name ist Felix von Plewe. Ich habe Octavi gegründet und hatte die Idee zu dem Produkt. Es geht hier um ein Eingabegerät für Flugsimulationen, wo sich eigentlich alle wesentlichen Instrumente eines Cockpits von einem Gerät bedienen lassen. Das hat Vorteile für Leute, die vielleicht kein volles Home-Cockpit wollen oder vielleicht das auch nicht bezahlen wollen, nicht den Platz haben. Das war eigentlich eine Idee, die ich hatte für meine Flugausbildung, also um selber zu trainieren, Instrumentenflug zu machen. Du fliegst selber? Kurze Zwischenfrage. Ja genau, das hat sich so entwickelt. Ich habe erst den PPL gemacht, das ist jetzt auch schon 8 Jahre her oder so. Yeah. Habe damals auch wieder angefangen, Flugsimulation zu machen. Ich habe das als Kind schon mit dem Flugsimulator 98, glaube ich, angefangen, oder vielleicht sogar 95. Und habe schon gemerkt, für VFR ist es auch ein gutes Tool. Also gerade ein Flugplatz, den man nicht kennt. Ich war in Freiburg für eins meiner ersten Soloflüge. Da die Platzrunde mal gesehen zu haben, am eigenen Schreibtisch ist wertvoll. Aber klar, es lässt sich nicht alles simulieren, was man im VFR macht. Für Instrumentenflüge wird es halt viel, viel interessanter. Procedures trainieren, das geht wirklich sehr, sehr gut, denn man hat ja nur diese Instrumente im Ernstfall. Habe aber nicht so richtig gefunden, wie ich das gut bedienen kann. Also mit der Maus und dann scrollen, jeder, der es mal probiert hat, merkt schnell, wie unrealistisch und kompliziert es ist. Habe dann angefangen, das Produkt zu entwickeln und daraus eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Stellte sich raus, das wollen auch noch andere Leute, das hat relativ gut funktioniert. Wir haben in wenigen Stunden unser Funding-Ziel erreicht, das war Ende 2022 und haben dann letzten Sommer mit einer kleinen Verzögerung ausgeliefert. Und sind inzwischen im Vertrieb, also stellen das regulär her. Man kann es beschaffen über Aerosoft, unseren Vertriebspartner. Und wir haben jetzt so eine wachsende Community, denke ich, die relativ zufrieden ist. Und haben uns in der ersten Phase unseres Geschäftslebens darum gekümmert, Fehler auszumerzen, das ein bisschen nutzbarer zu machen. Haben kürzlich Profile auch für Airbus und Boeing-Flugzeuge veröffentlicht. Erstaunlicherweise wollen relativ viele unser Gerät dafür nutzen. Das ist nicht ganz trivial mit dem Einrichten, aber wir haben da jetzt eine Lösung gefunden, wie das ganz gut geht. Okay. Klingt super spannend und interessant und dann schauen wir uns doch das Gerät direkt mal an. Haben ein bisschen Durchsage hier, also ich hoffe, das kommt gut rüber. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu, vielleicht so die Möglichkeiten, was damit machbar ist. Ja, also eine Sache, die man verstehen muss, es gibt verschiedene Kontextmodi, also diese 8 Tasten bestimmen, welches Instrument man bedient. Man drückt die Taste einfach und wählt dann aus, beispielsweise jetzt hier COM1 wählt das Funkgerät aus, das erste, und dann kann man diesen zweiachsigen Drehencoder nutzen, wie in vielen Flugzeugen zu finden ist, um die Frequenzen einzudrehen. Also Ganzzahlen und dann die Nachkommastelle. Man hat hier auch einen Toggle-Button. So einfach, so gut. Dann gibt es das gleiche auch für die Navigationsfunkgeräte. Und dann geht es weiter mit FMS 1 und 2. Das ist ursprünglich gebaut gewesen für Garmin GNS 530 und 430 Geräte. Das erkennt man auch daran, dass rechts die Tasten genau die gleiche Anordnung und Beschriftung haben wie die von Garmin-Geräten. Und die untere Zeile, also ich weiß nicht, ob man es im Video erkennt, das sind so blaue Beschriftungen. Das sind genau die Buttons, die sich an einem GNS 530 auch finden. Und da hat man dann auch ein primäres und ein zweites Gerät für. Ergänzt haben wir das dann nach und nach durch sogenannte Shift-Modi. Also wenn man jetzt hier in COM1 ist, kann man einmal kurz den Drehencoder drücken und ist dann in diesem blauen Modus da drüber. Das ist jetzt der Heading-Mode und kann den Heading-Bug verstellen. Das gleiche geht für die Höhenmessereinstellungen, die beiden CDIs. Und zusätzlich hier unten
ist dann noch der Autopilot, wo man, also das sieht man dann auch in den beleuchteten LEDs, den Autopiloten ändern kann. Beispielsweise jetzt hier auf den NAV-Modus. Der wird jetzt nicht beleuchtet, weil es nicht eingestellt ist im Flieger, aber kann den ganzen Autopiloten damit kontrollieren. Und dann zu guter Letzt auch noch den Transponder-Code modifizieren. Und ich sage immer, das hängt natürlich von dem Flug ab, aber ich würde sagen, 95% von einem Instrumentenflug deckt man mit diesem Gerät ab, also was die Instrumentenbedienung angeht. Und klar, es bleiben ein paar Klicks übrig, wenn man irgendwelche Landelichter einstellt oder irgendwelche Spezialfunktionen für den Radar-Höhenmesser. Da braucht man was anderes. Aber es geht ja hier um einen Kompromiss und ein Gerät, was man dann noch wegpacken kann. Also das ist USB-C-Kabel abgesteckt in die Schublade, dann hat man wieder einen Arbeitsplatz oder einen Wohnzimmertisch und ist die Sache dann wieder los. Ja, okay. Vielen Dank. Benötige ich denn irgendwelche Treiber oder dergleichen oder wie funktioniert das per Plug and Play und wie ist der Anschluss genau? Geht es per USB-A dann in den PC oder wie ist es in dem Fall? Ja, also das mitgelieferte Kabel ist von dem Gerät von USB-C auf USB-A. Es funktioniert auch mit dem reinen USB-C-Kabel, also wenn man nur solche Ports frei hat, ginge das auch. Installation ist so, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir stellen einen Plugin bereit, das muss man halt installieren. Ja. Das ist dann aber, das läuft von selber, es gibt auch nichts zu konfigurieren, man kann auch nichts konfigurieren. Das funktioniert für alle General Aviation Flugzeuge, für Cessna, sowohl G1000 als auch da drüben haben wir es gezeigt mit eben GNS 530 Setups. Man kann das gleiche auch machen mit MobiFlight, also das ist ein inzwischen relativ verbreitetes Software-Tool, für das wir Profile bereitstellen. Da hat man dann auch die Möglichkeit, wenn einem einzelne Dinge nicht so passen, wie sie im Standard sind, das anzupassen. Also es gibt viele Kunden, die fliegen zum Beispiel eine Cirrus, nutzen nicht Vertical Speed für ihre Climbs, sondern wollen dann halt Flight Level Change oder sowas nutzen. Da kann man einzelne Buttons dann ummappen und dann das seinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Es ist nicht sehr kompliziert, man muss sich ein bisschen reindenken, aber man kommt dann in diesen Flow und man kann sich ja über das Plugin dahin hangeln. Ja. Es klingt auch sehr überschaubar. Also viele Flight Simmers sind ja gewohnt, dass sie viele Einstellungen vornehmen müssen und so weiter. Alleine was im Microsoft Flight Simulator ja anfallen kann, wenn man möchte. Ne, da klingt es ja dann doch recht überschaubar. Jetzt eine Frage, da meine Community auch sehr viel auf der Xbox unterwegs ist. Wird das Ganze denn auch für Xbox kommen oder wie sehen da die Pläne aus? Weil auf der Homepage gibt es schon so einen kleinen Hinweis. Es gibt da einen kleinen Hinweis, das ist vielleicht ein bisschen als Abwehr bisher gewesen. Wir haben viele Anfragen bekommen, wieder eine Sache, mit der wir nicht gerechnet haben, dass doch so viele Xbox-Kunden das wollen. Da ist eine gewisse Hürde, es braucht eine Zertifizierung und auch eine kleine Hardware-Änderung in dem Gerät, weil Microsoft nur zertifizierte Geräte zulässt an der Xbox. Wir kommen da bisher nur etwas langsamer weiter, weil dieser ganze Prozess nicht so transparent ist. Unsere Hoffnung ist, dass je mehr Leute da mit den Füßen scharren, dass irgendwann Microsoft sich auch bewegt. Also wenn da jemand großes Interesse hat und da vielleicht mal ein bisschen ins Forum postet oder vielleicht Microsoft mal eine E-Mail schreibt, können wir vielleicht so langsam den Stein aushöhlen und dann irgendwann mal ins Gespräch kommen. Wir würden das super gerne machen. Es scheitert so ein bisschen an diesem doch behäbigen Prozess, der halt auf große Hardware-Hersteller ausgebaut ist, die wir einfach nicht sind. Ja. Das ist ein guter Punkt. Also hakt da gerne nach im Forum, werdet da aktiv, denn dann, je mehr da aktiv sind, desto schneller kann sich sowas realisieren lassen. Unbedingt. No? Jetzt liegt das Teil hier so schön. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das anzubringen? Gibt es da, wollen wir uns da mal was angucken? Ich habe da was gesehen. Genau. Viele haben ja dieses schöne Gerät hier, ein Honeycomb, entweder das Yoke oder das Throttle und haben gefragt, ich will das da irgendwie drauf nutzen. Ja. Wir haben zusammengetan mit den beiden Herrschaften von Cockpit Crafters und die haben mit unserer Zusammenarbeit ein Bracket entwickelt, mit dem das Octavi, ist jetzt leider hier nicht so gut beleuchtet, entweder auf das Yoke, aber auch auf die Throttle Unit, also auf das Bravo, montiert werden kann. Das ist ein ziemlich festes und dickes Aluminium-Bracket, also wirklich sehr, sehr hohe Qualität, eloxiert, das sich in die Originalverschraubung von dem Honeycomb einschrauben lässt. Und also, ich weiß nicht, ob du es schon mal angefasst hast, da bewegt sich nichts. Also der Tisch hier ist nicht der festeste, aber ist sehr stabil auf jeden Fall, ja. Und es lässt sich auch
anordnen an verschiedenen Stellen auf der Throttle Unit oder auf dem Yoke. Das gleiche Bracket kann man auch nutzen, um einen RAM-Mount da dran zu machen und wie jetzt hier ein Tablet zu montieren. Das ist ja ein relativ häufiges Setup. Genau, und so kann man das in der Nähe der Gashebel anordnen und hat dann gleich das Gerät in Griffweite. Auch für Virtual Reality nicht uninteressant. Also die Button-Anordnung von unserem Gerät und die Bedienung, wenn man das mal ein bisschen verinnerlicht, muss man eigentlich nicht mehr hinschauen. Ich suche immer nur nach dem Transponder, weil ich den so wenig nutze, aber sonst findet man die Tasten nach einer Weile auch ohne hinzusehen. So, intuitiv quasi, ne? Also man kann auch im VR-Modus dann das Ganze ganz gut erreichen. Also es macht einen sehr stabilen Eindruck und wird in vorhandene Verschraubungen quasi montiert. Man muss nicht irgendwie ins Material an sich reingehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Man sieht es ja auch nochmal. Wir haben hier das blanke Bracket da, also ich erkläre es ganz kurz, wie es geht. Yeah. Man sieht hier diese beiden Senkbohrungen. Das ist genau der Lochabstand, der auch auf den Honeycomb-Geräten ist. Man dreht die Schrauben raus, eine genaue Anleitung ist auch dabei, steckt das Bracket drauf und schraubt es wieder ein. Und wir haben in unserem Gerät, das kann ich mal kurz zeigen. Ja. Haben wir unten diese 4 Gummifüße. Darunter ist eine Durchgangsbohrung. Man nimmt die Gummifüße ab und die untere Schale kann dann von innen Sechskantschrauben durchstecken, die auch mitgeliefert werden. Die passen dann genau durch die 4 Bohrungen an der Ecke, steckt es durch und dann kommen von unten so Daumenschrauben, so Rändelmuttern drauf und dann ist das eine sehr feste Verbindung und das Gerät nimmt auch keinen Schaden davon. Also Das ist clever gelöst, macht auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck. Und ja, jetzt vielleicht noch ganz kurz, wo kann ich, wenn ich jetzt Interesse habe, das Ganze beziehen? Vielleicht auch der Hinweis ganz kurz noch, ich werde einen Link unter mein Video setzen, wo ihr den genauen Weg dann dorthin bekommt. Wo kann man, wenn man sich dafür interessiert, weitere Infos noch einholen? Auf der Homepage sicherlich zum einen und wo kann ich kaufen? Also auf der Homepage sind so die wesentlichen Informationen, wie man das installiert, womit es kompatibel ist. Beziehen kann man es über Aerosoft, also direkt in den Shop. Auf unserer Internetseite ist auch oben direkt der Link in den Shop. Auf unserer Internetseite sind auch ein paar Reviews verlinkt, wenn man sich so einen genaueren Eindruck verschaffen will. Insbesondere was jetzt die neuen Airbus- und Boeing-Profile angeht. Das ist dann nicht mehr ganz trivial, da muss man sich vorher mal ein bisschen informieren. Ja, okay. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle, Felix. War super interessant. Ich wünsche dir weiterhin einen tollen Messeverlauf, viel Erfolg und ja, drückt die Daumen, dass das weiterhin so erfolgreich funktioniert, das Ganze, und schaut es euch näher an. Es klingt wirklich sehr interessant. Vielen Dank. Vielen Dank dir, danke für den Besuch. Dankeschön. So, na das war doch mega interessant und super sympathisch. Wie schon erwähnt, den Link zu Octavi findet ihr hier unten bei mir in der Videobeschreibung. Und in Kürze wird es auf meinem Kanal auch ein Video zum Octavi IFR 1 geben. Insofern das, während du dieses Video hier guckst, schon der Fall ist, verlinke ich das ebenfalls unten in der Videobeschreibung und jetzt rechts oben. Ansonsten behalte meinen Kanal fest im Blick, denn das wird in Kürze kommen. Hier jetzt noch weitere Eindrücke aus der Flight Sim Area der Aero 2024 und am Ende treffen wir auf jemanden, der vielen aus der Community bekannt sein dürfte, und na klar, auch hier gibt's natürlich einen kurzen Austausch.
Huhu. Wir sitzen im Hui. Der Enzi ist mit dabei. Enzi, wie ist die Messe für dich bisher? Erzähl mal ein bisschen was. Geil. Einfach geil. Also Flugzeuge fast aller Couleur, die ganz dicken suchst du hier fast vergeblich. Da bin ich auch nicht böse drum. Dafür viel Kleines. Der ein oder andere Buschflieger, eine ganze Menge GA, Segelflugzeuge. Der ein oder andere weiß, da bewege ich mich auch hin und wieder ja mit drin. Ja. Ganz interessant auch die Sache mit alternativen Antrieben, also mit elektrisch angetriebenen Flugzeugen. Eine ganze Halle, ne, muss man dazu sagen. Ja. Richtig, genau, ganze Halle. Bisschen Drohnengedöns und ein bisschen Simulator ist auch mit bei. Ja, im Großen und Ganzen also macht Laune, wer noch Ressourcen frei hat am Wochenende und aufs Wetter ein bisschen pupen will, kommt vorbei. Ja. Kann ich sagen, also kommt vorbei. Ist wohl investiertes Geld, wenn man sich fürs Thema interessiert. Absolut. Also auch was die Organisation angeht, Parkplätze, alles verfügbar. Die Anreise ist natürlich gerade in der Früh ein bisschen aufwendiger, aber machbar. Und Wetter hat leider ein bisschen dagegen gespielt. Es regnet ohne Ende. Es gibt auch einen schönen Außenbereich. Da sind wir leider ein bisschen von abgekommen, weil da kannst du eigentlich nicht viel sehen, beziehungsweise der ist zum Teil dann auch geschlossen dadurch. Ist ein bisschen schade, ne? Stimmt. Das Dumme war halt tatsächlich gestern, wo ich hier raus bin, kam die Sonne raus. Heute Morgen, wo ich aus dem Hotel raus bin, saß gerade 2 Minuten im Auto, kam die Sonne raus. Also für besser Wetter. Ich wäre ja gerüstet. Ne? Aber Enzi ist immer ausgerüstet, sehr gut. für alles. Ja. Gerüstet für alle Lebenslagen Richtig. und Fluglagen. Am liebsten Kopf nach unten. Ja, im Video, ich weiß nicht an welcher Stelle, er war auch im Flugsimulator natürlich unterwegs und mal gucken, ob es jugendfrei einbaubar ist. Wir werden es sehen. Okay, und damit zurück in die Funkhäuser.
So Leute, wie ihr seht, hat es auch für den Außenbereich noch ein kleines, trockenes Zeitfenster gegeben und wir konnten das ein oder andere aufnehmen. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Video hier einen guten Gesamteindruck darüber vermitteln, was die Aero 2024 zu bieten hatte. Die Messe findet jedes Jahr statt, in etwa im gleichen Zeitraum. Ich war in diesem Jahr zum ersten Mal vor Ort und sicherlich nicht zum letzten Mal. Wer auch nur im entferntesten etwas mit der Luftfahrt anfangen kann, egal ob groß oder klein, hier ist für jeden in der perfekten Umgebung das Maximum geboten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir sehr gerne ein Däumchen da und falls noch nicht geschehen, auch sehr gerne ein kostenloses Abo zur Unterstützung dieses Kanals. Solltest du eigene Erfahrungen deines Messebesuches oder Ergänzungen haben, dann nutze bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche dir eine gute Zeit und bin raus.